Umfangreich. Ferien am Meer. Lina ist 19 Jahre alt und möchte in diesen Sommerferien unbedingt ans Meer fahren. Sie war noch nie am Ozean, weil ihre Familie immer nur in den Bergen Urlaub gemacht hat. Jetzt hat sie das Abitur bestanden und sich entschieden, mit einer Freundin zusammen den Sommer an der Küste zu verbringen. Sie bucht eine kleine Ferienwohnung in einem Ort namens Sonnenstrand. Am Tag ihrer Abreise ist sie sehr aufgeregt. Sie packt Badeanzug, Sonnencreme, eine Sonnenbrille und leichte Sommerkleidung ein. Ihre Freundin Jana holt sie mit dem Auto ab und nach mehreren Stunden Fahrt kommen sie endlich am Ziel an. Das Feriengebiet heißt Sonnenstrand, weil die Sonne dort besonders oft scheint. Der Ort liegt direkt am Meer mit einem langen Sandstrand, vielen Strandkörben und kleinen Hütten, in denen man Eis und Erfrischungen kaufen kann. Als sie ihre Ferienwohnung öffnen, atmen beide glücklich auf. Das Zimmer ist einfach, aber sauber und hat einen Balkon mit Meeresblick. Sie hören sofort die Wellen rauschen und riechen die frische Seeluft. Lina lässt ihre Tasche fallen und ruft: »Jana, komm, wir gehen sofort zum Strand!« Sie laufen barfuß durch den warmen Sand, den sie zum ersten Mal spüren. Die Sonne brennt, doch der leichte Wind macht das Wetter angenehm. Sie stellen ihre Handtücher ab und springen ins Wasser. Lina ist fasziniert von den salzigen Wellen, die immer wieder an ihren Körper schlagen. Sie lacht laut, weil es kitzelt, wenn das Wasser schäumt. Jana versucht ein bisschen zu schwimmen, während Lina lieber herumplanscht. Schließlich sonnen sie sich für eine Weile auf dem Handtuch, hören Möwen kreischen und beobachten Kinder, die Sandburgen bauen. Am ersten Abend erkunden sie die Promenade. Es gibt dort viele Restaurants und Cafés, in denen Musik spielt und man frisch gegrillten Fisch bestellen kann. Lina probiert zum ersten Mal einen gebratenen Tintenfischring, den sie eigentlich nie essen wollte, aber er schmeckt ihr erstaunlich gut. Jana bestellt Muscheln mit einer Knoblauchsoße. Die beiden schlendern dann am beleuchteten Strand entlang und genießen den lauen Abend. In der Ferne sehen sie ein kleines Feuerwerk, das irgendwo zu einer Feier gehört. Lina ist glücklich, endlich das Meer zu erleben. In den folgenden Tagen unternehmen sie verschiedene Aktivitäten. Einmal mieten sie ein kleines Tretboot und fahren damit hinaus aufs Meer. Jana tritt in die Pedale, während Lina lacht und Fotos macht. Das Meer glitzert in der Sonne. Plötzlich bekommen sie etwas Angst, weil sie schon ziemlich weit draußen sind, aber sie bleiben ruhig und treten dann wieder Richtung Ufer. Ein anderes Mal versuchen sie Stand-up-Paddling. Lina steht wackelig auf dem Board, fällt mehrmals ins Wasser, lacht laut und klettert wieder hoch. Jana hat ein bisschen mehr Balance, doch am Ende landen beide klitschnass am Strand. An einem Abend lernen sie im Restaurant einen jungen Mann namens Tom kennen, der eine kleine Surfschule betreibt. Er erzählt ihnen, dass die Wellen hier nicht sehr groß, aber für Anfänger geeignet sind. Lina ist neugierig, denn sie möchte so viel mehr Erfahrung sammeln wie möglich. Sie buchen eine Surfstunde bei Tom. Am nächsten Morgen treffen sie sich früh. Das Meer ist ruhig, aber es gibt kleine Wellen. Tom zeigt ihnen an Land, wie man auf dem Brett liegt, paddelt und aufsteht. Dann geht es ins Wasser. Lina hat Respekt vor den Wellen, doch Tom gibt ihr das Gefühl von Sicherheit. Sie paddelt, spürt eine Welle, versucht aufzustehen und fällt gleich um. Trotzdem lacht sie und versucht es wieder. Nach einigen Versuchen schafft sie es kurz, einen Moment auf dem Brett zu stehen, bevor sie erneut ins Wasser platscht. Jana freut sich, weil sie etwas länger auf dem Brett stand. In einer ruhigen Minute in der Ferienwohnung erzählt Lina, dass sie sich noch nie so frei gefühlt hat. Endlich sieht sie das Meer nicht nur in Filmen oder Bildern, sondern spürt es, riecht es, hört es jeden Tag. Manchmal steht sie morgens früh auf, geht zum Strand und sieht den Sonnenaufgang. Der Himmel färbt sich rosa, das Meer schimmert silbern. Diese Augenblicke sind so friedlich, dass sie jeden Stress vergessen. Jana fotografiert diese Sonnenaufgänge, um sie auf ihrem Blog zu teilen.
Natürlich gibt es auch Tage, an denen sie einfach faul sind und am Strand liegen. Sie lesen Bücher, hören Musik oder trinken kalte Getränke. Sie beobachten andere Urlauber, die Beachvolleyball spielen, oder Kinder, die in den Wellen toben. An einem Tag geht Lina allein an die Mole und beobachtet die Fischer, die mit ihren Angeln dort sitzen. Sie kommt ins Gespräch mit einem Fischer, der ihr erklärt, welche Fische in dieser Region leben und wie man sie am besten fängt. Lina ist fasziniert, lernt einen ganz anderen Blick auf das Meer. Kurz darauf verabreden sie sich mit Tom und ein paar Leuten zum Grillen am Strand. Ein kleines Lagerfeuer, Musik aus einem tragbaren Lautsprecher, die Sterne am Himmel. Das ist pure Ferienmagie. Tom stellt sich als netter Kerl heraus, der die Meereswellen liebt und davon träumt, einmal um die Welt zu reisen. Lina hört interessiert zu und fragt sich, ob sie nicht auch mutiger sein sollte, ihre Träume zu verfolgen. Sie denkt über ihre Zukunft nach, ob sie nach dem Studium vielleicht im Ausland arbeiten möchte. Einige Tage vor der Abreise will Lina unbedingt eine Bootstour machen. Sie findet ein Ausflugsboot, das zu einer nahen Insel fährt. Dort erwartet sie ein weißer Sandstrand, kristallklares Wasser und ein kleiner Wald, in dem viele Vögel zwitschern. Lina und Jana schlendern über die Insel, finden Muscheln und genießen den Blick auf das Festland. Das Boot fährt am Abend zurück, während die Sonne langsam untergeht. Auf dem Rückweg spielt ein junger Mann Gitarre und alle an Bord summen eine bekannte Melodie mit. Am letzten Tag ist Lina etwas traurig, weil die Ferien zu Ende gehen. Sie packt ihre Sachen, kauft noch ein paar Souvenirs, eine Muschelhalskette für ihre Mutter, ein buntes Strandtuch für ihren Vater. Sie verabschiedet sich von Tom, der ihr anbietet, nächstes Jahr wieder zu kommen und vielleicht weiter zu surfen. Jana und sie werfen einen letzten Blick aufs Meer. Dann steigen sie ins Auto, um zurück in ihren Alltag zu fahren. Auf der langen Heimfahrt reden sie viel über die Erlebnisse, über die freundlichen Leute, das leckere Essen, das Surfen, das tägliche Wellenrauschen. Lina ist dankbar für diese Zeit. Sie hat gemerkt, wie wichtig es ist, sich Zeit zum Entspannen und Genießen zu nehmen. Jetzt, da sie den Duft und das Gefühl des Meeres kennt, will sie bestimmt wiederkommen. Vielleicht in den nächsten Semesterferien. Denn das Meer hat ihr Herz erobert und sie kehrt mit einem Lächeln und vielen unvergesslichen Erinnerungen zurück.